Während die meisten jetzt noch schlafen, ist in der Neumühle in Chur der Betrieb schon angelaufen. 6:45 Uhr. Schon der zweite Besucher. Bis 8 Uhr werden es 33 Besucher gewesen sein. Doch was die wenigsten erwarten: Hier wird synthetisches Heroin ausgegeben. Das Ambulatorium Neumühle ist eine Einrichtung, in der Süchtige als Alternative zu Methadon pharmazeutisches Heroin, sprich Diaphin, abgegeben wird. Finanziert wird das Programm durch den Staat. Empfangen werden immer höchstens 3 gleichzeitig. Der Rest darf erstmal im Warteraum wach werden. Daniela hat heute verschlafen. Er wird auf seine Arbeit erwartet. Doch erstmal muss er hierher kommen. Wie die meisten Patienten kommt Daniele zweimal täglich in die Diaphin-Ausgabestelle, um seine Dosis einzunehmen. Das Prozedere kennt er seit 11 Jahren. Für alles gibt es Regeln. Selbst der Schlüssel für die Toiletten wird kontrolliert ausgeteilt. Das Dealen kann man hier vergessen. Am Schalter werden nicht nur Opioide, sondern Medikamente für Bluthochdruck, HIV oder gegen Depressionen ausgeteilt. Die Patienten müssen als schwersüchtig eingestuft werden und schon mehrere Entzugsversuche durchlaufen haben, um bei dem Diaphin-Programm mitzumachen. Den Schuss setzt man sich selbst. Mein Name ist Daniele. Ich werde nächsten Monat 61 Jahre. Ich arbeite bei der Jobbörse seit 10 Jahren. Seit 11 Jahren bin ich hier unten im Ambulatorium Neumühle. Mein erster Kontakt mit harten Drogen war im 1970, also bin ich 15. In meiner ganzen, wie will man das sagen, Laufbahn oder irgendwie einfach Karriere, habe ich es immer wieder geschafft. 2 Jahre sauber sein, dann hatte ich wieder einen Absturz gehabt. Wenn ich alles hätte müssen kaputt machen wieder. Hier und her haben dann auch nach langem Sport eine Therapie gemacht, also 1,5 Jahre. Und dann habe ich aus dem heraus nochmal eine Lehre gemacht als Landwirt. Dann hatte ich nochmal einen Rückfall gehabt, aber nicht mit Heroin, sondern mit Kokain. Und ich bin dann da auch eigentlich quasi obdachlos gewesen. Also ich habe Familie hat mich niemand mehr wollen, weil sie mich einfach kennt haben. Das ist begreiflich und verständlich. Dann bin ich in der Notschlafstelle gewesen und bin in einem Methadon-Programm gewesen. Die Ärztin hat aufgehört. Dort hat es das Ambulatorium Neumühle schon gegeben und meine Ärztin hat gesagt, geh doch mal da runter, das wäre etwas für dich. Weil ein Heroinsüchtiger, der spritzt, hat im Prinzip 2 Substanzen, die einerseits der Rauschgift, wo er süchtig wird drauf, und als Zweite ist es auch die Spritze selber, also der Stich. Da wird man auch irgendwie wie abhängig. Einer, der die Zeiten der offenen Drogenszene in Zürich miterlebt hat, ist Toni Bortoluzzi.
Der SVP-Altnationalrat ist Vereinspräsident von Jugend ohne Drogen. Es ist eine andere Art von Abhängigkeit und es tut eigentlich den Menschen eher stabilisieren. Oder? Er ist nicht an der gleichen Umgebung ausgesetzt durch eine Methadonabgabe, die ganz klar in einer medizinischen Abteilung mit der entsprechenden Betreuung gemacht werden kann, was halt leider in dieser Drogenabgabestelle nicht ist. Das ist wie eine geänderte offene Szene. Oder? Es ist der gleiche Geist, der das umgibt. Oder? Wie der Platzspitzgeist oder in anderen Städten, wie immer das geheißen hat. Das ist einfach eine Fortsetzung. Oder? Und es ist nicht echt eine Korrektur gegenüber der offenen Szene. Die Schweiz ist nicht nur ein tolerantes Land, sie ist auch gebrandmarkt von einer extremen Drogenvergangenheit. Vor über 25 Jahren entstand mitten in der Stadt Zürich eine offene Drogenszene. Aus ganz Europa kamen die bis zu 3000 Süchtigen und konsumierten täglich auf dem Blattspitz ihren Stoff. Vor allem Heroin. Als die Behörden 1992 den Blattspitz überstürzt und planlos schlossen, zogen die Süchtigen und Dealer ein paar Meter weiter, auf dem Letten, einem stillgelegten Bahnhofsareal. Was auf dem Blattspitz begonnen hatte, wurde hier härter und brutaler weitergeführt. Der Letten sei die Hölle gewesen, sagen die, die ihn miterlebt haben. Im Sommer 1994 gibt es so viele Tote wie nie zuvor. Junkies ertrinken in der Limmat oder sterben an einer Überdosis. Dealer schießen sich gegenseitig ab. Zürich ist weltweit in den Schlagzeilen. Die Behörden haben die Kontrolle verloren. Die Situation ist tatsächlich unerträglich, nicht nur für die Bevölkerung der Stadt und die umliegenden Quartiere, sondern insbesondere auch für die Drogensüchtigen selbst. Diese Ghettobildung am Letten hat zu einer Ausgrenzung der Schwestern geführt. Es besteht keine soziale Kontrolle mehr. Für uns letztlich der Grund, diesem ganzen Prozess auch wirklich unsere nötige fachliche Kompetenz zur Verfügung zu stellen. Nach letzten Razzien, Vertreibungen und Verhaftungen machen die Behörden die offene Drogenszene in Zürich am 14. Februar 1995 endgültig dicht. Blattspitzbesitzer werden zurück in ihre Kantone gebracht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zürich ist seinen Schandfleck los. Die offene Drogenszene am Letten ist geschlossen. Sie wird irgendwie verdeckt weiter bestehen. Mit der Lettenschließung beginnt eine neue Ära in der Drogenpolitik. Ein breites Angebot von Anlaufstellen und Fixerstüblis wird notgedrungen auf die Beine gestellt. Staatliche Abgabe von Methadon und Heroin gegen Rezept seit dem 1. Juli 2000 auch im Ambulatorium Neumühle in Chur. Als ich angefangen habe, im Entzug zu arbeiten, dort hat man die Leute von einem Tag auf den anderen auf Null gestellt, oder 1987. Die haben kein Methadon bekommen für den Entzug, sondern es hat Baldrian-Tee und Schafgarben-Tee gegeben und vielleicht noch ein paar Lavendeltröpfchen. Kein Medikament, nichts. Wir sind dort aber auch sehr viel rumgelaufen, weil die Leute natürlich dann epileptische Anfälle gemacht haben, weil sie ja nicht einfach nur in Anführungszeichen Heroin konsumiert haben, sondern Alkohol ist dazugekommen. Beruhigungsmittel ist dazugekommen, wie das heute auch noch ist. Wir haben Leute, die sind mehrfach abhängig und nicht irgendwie einfach nur von einer Substanz. Und das hat sehr grosse Komplikationen gegeben. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit auch verändert, dass man gesagt hat, wir müssen die Leute behandeln, weil das ist eine Erkrankung, die behandelt gehört, auch mit Medikamenten. Und das Medikament heisst jetzt in diesem Moment Methadon oder halt Diaphin. Dass man die Sucht, wie Krankheit auch, behandeln muss, ist nachvollziehbar. Aber warum mit synthetischem Heroin? Methadon ist ein synthetisch hergestelltes Opioid, welches in der Suchtbehandlung als Heroinersatz verwendet wird. Es ist in Tropfen- oder Tablettenform erhältlich.
Methadon ist ein Schmerzmittel und lindert die Schmerzen auf Entzug. Dies geschieht an den Rezeptoren im Gehirn, die geblockt werden. So stoppt es das Verlangen nach mehr Heroin. Neben Methadon wird bei schwerer Heroinabhängigkeit im Rahmen der heroingestützten Substitutionsbehandlung nun auch Diaphin verschrieben. Diaphin ist synthetisch hergestelltes 100%iges Heroin und als Injektionspräparat oder in Form von Tabletten erhältlich. Diaphin hat, im Gegensatz zu Methadon, die Eigenschaft, ein Rauschgefühl auszulösen. Das Methadon ist ein Schmerzmittel, das keine einfahrende Wirkung hat. Also du kommst keinen Flash über. Und darum ist es auch schwierig für die meisten Leute, wenn sie beim Arzt sind, nur beim Methadon zu bleiben, weil sie bleiben ja gleich süchtig. Darum, weil eben das Methadon nicht einfährt, gibt es Beikonsum von Heroin weiterhin. Und ich habe das Problem nicht, weil ich konsumiere, also komme das Heroin über. Und das fährt mir ja dann ein. Das ist der Hauptunterschied. Also für mich ist das Heroinprogramm im Moment einfach mal die sicherste Lösung. Ich weiss, ich habe immer noch einen Suchtdruck. Wenn ich jetzt nur Methadon hätte, ich würde nebenbei konsumieren. Vielleicht nicht so extrem wie früher, aber es würde passieren. Und schlussendlich wäre ich wieder kriminell. Also, wenn ich einmal konsumiere, bin ich kriminell. Und für mich ist es einfach langfristig, da kann ich mein Leben wieder in den Griff kriegen. Oder? Ich kann ein Fundament bauen und kann darauf aufbauen. 1- bis zweimal die Woche bietet das Ambulatorium auch Gemeinschaftsaktivitäten wie Kochen an. Dann steht nicht die Sucht, sondern die Gemeinschaft und Gespräche mit dem Fachpersonal im Vordergrund. Die Mitarbeiter sind für einen da, jederzeit, egal um was es geht. Und wenn es um die Wohnungssuche, egal, sie sind für einen da. Und für Leute wie mich, die keine Familie mehr haben, ist das ein Goldschatz. Ja, ich bin eigentlich immer ein Gegner von dieser Art, wie man einem Problem begegnet, von der Sucht begegnet. Am Anfang hatte ich einmal den Eindruck, ja gut, es ist die Szenen, die überbordend gewachsen sind, einmal ein bisschen zu beseitigen, mag es ein Mittel sein, um einmal in einem ersten Schritt das Problem zu lösen, aber es sollte nicht zu einer Einrichtung kommen, die als dauerhaft angeschaut wird. Wie für mich ist es grundsätzlich falsch, wenn man Drogen abgibt, also die suchtmachende Substanz eigentlich weiter abgibt. Das ist gesundheitspolitisch unverständlich. Aber es ist einfach die im Moment verhebt, weil es schwerkranke Leute sind, wo im Moment die Heilung im Sinne der Abstinenz nicht stattfinden kann. Aber wenn sie das Medikament Diaphin bekommen, so sind sie wieder in der Gesellschaft integrierbar. Sie können wieder funktionieren und haben sogar persönlich für sich eine bessere Lebensqualität. Wir haben nicht mehr so viele Leute, die ins Gefängnis müssen aufgrund von ihren Drogendelikten. Wir haben weniger Drogenprostitution. Und wir haben natürlich viel weniger Diebstähle, Raubüberfälle, Einbrüche, all diese Sachen, die wegfallen, dadurch, dass die Leute eigentlich behandelt werden und nicht mehr müssen auf illegale Weise ihren Stoff beschaffen. Neben der Diaphin-Behandlung stehen auch Patientengespräche an der Tagesordnung. Susan bekommt seit 2007 Diaphin im Ambulatorium. Sie möchte heute eine sukzessive Umstellung auf Selfrelon besprechen, ein anderes Opioid. Der Wechsel würde ihr mehr Freiheiten ermöglichen, da der Bezug über den Hausarzt erfolgen würde. Vor der Diaphin-Therapie wären solche Überlegungen undenkbar gewesen. Die Stoffbeschaffung überschattete alles. Am Anfang fährt man über die Scheibe und alles so lässig und die Atmosphäre, illegal, Polizei und das ist doch, eben etwas Verbotenes und was verboten ist, reizt einen. Es ist ein mega Kreislauf. Und aus dem muss man versuchen, rauszukommen. Und jeder muss seinen Weg finden. Früher war das mein Ziel, ganz aufzuhören. Aber irgendwann in den Jahren sieht man, dass ich es nicht geschafft habe. Also habe ich jetzt diesen Weg gefunden und mit diesem Weg kann ich alt werden. Und ich kann gesund alt werden, sozusagen. Oder gesünder als vorher auf jeden Fall. Und das ist ja Lebenszweck. Oder ich will reisen, das ist ja auch eine Freiheit. Oder mit den Drogen hat man die Freiheit nicht. Da geht alles nur um das.
Und das ist kein Lebensinhalt. Also das Ziel ist nur, dass man durch den Tag kommt. Und das ist kein Leben. Und sicher das Ziel gar nicht mehr brauchen, das ist ja super. Aber ich weiss, dass das zurzeit nicht möglich ist. Das kann man nicht. Also meine Sucht hat eigentlich... das klingt jetzt auch wieder, das ist jetzt auch so ein Stereotyp. Ich hatte eine schwierige Kindheit. Nein, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Einer der Hauptfaktoren war der Suizid von meinem Vater und dass ich ihn gefunden habe. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Drogen nehme, sondern es ist der Grund, wieso das alles auseinandergefallen ist. Die Familie ist auseinandergebrochen, durch das ist Einsamkeit entstanden, durch das ist man aus der Gesellschaft so an den Rand geschwommen. Schlussendlich hat man die falschen Leute kennengelernt und die falsche Entscheidung getroffen. Ich bereue am meisten, dass ich sehr viel Zeit verloren habe an die Sucht. Zeit, Mühe, Kosten, Freunde, aber ich kann mich an dem nicht aufhängen. Ich will das auch nicht. Es gibt Sachen, die sind jetzt einfach so, wie sie sind und man muss lernen, damit zu leben. Neumühle hat mir die Ruhe gegeben, um wieder meine Infrastruktur, Wohnung zu suchen und auch Job. Du bist nicht unter Druck zum Hören, zum Aussteigen. Auch wenn jetzt du 10 Jahre da bist oder 20 Jahre, das spielt im Prinzip keine Rolle. Klar ist die Abstinenz das ferne Ziel, aber das ist nicht die Hauptpriorität. Das ist auch ein Kampf, den man in sich hat. Nimm ich nicht. Und das habe ich nicht mehr zum Glück. Und das ist auch dank dem Diafin, weil es gibt auch eine Sicherheit. Das da ist für Leute, die finden, ich habe mich damit abgefunden und ich brauche das Heroin. Oder es ist eine Übergangslösung für mich. Ich finde jetzt einfach, ich brauche das Zeug, den Stoff jetzt noch. Und eines Tages werde ich so weit sein, dass ich kann sagen, jetzt schaffe ich den Entzug und ich werde es schaffen. Weil ich glaube, wenn die Sucht gestillt wird über die längere Zeit, oder ja, wenn sie gestillt wird, ist man auch einfacher bereit, einen Preis zu zahlen dafür aufzuhören. Die Leute, die zu uns kommen, die haben gewisse Bedürfnisse, die wir abdecken können. Das eine ist natürlich über die Substitution von diesen Medikamenten. Und auf der anderen Seite können wir aber auch eine Beziehung bieten. Und ich glaube, das ist etwas, was gelingt. Und von dem her gehe ich am Abend zufrieden heim und denke, der eine oder andere hat heute vielleicht ein gutes Erlebnis gehabt, dadurch, dass wir da sind. Mittlerweile ist die Abendausgabe geöffnet. Die Patienten kommen, um sich ihre Dosis abzuholen. Die offene Drogenszene ist weitgehend verschwunden, die Beschaffungskriminalität ist zurückgegangen und die Zahl der Drogentoten drastisch gesunken. Die Ausgabe von Heroin an Schwerstabhängige ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber es ist die momentan funktioniert. Now I can tell you just what went wrong. Most of things would never change. That's why I sing these songs. Now I can tell you just why I'm here. Everything